Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Paula und in diesem Video zeige ich dir, wie du die Mobile Inventory App optimal für deine Inventur nutzen kannst. Wir beginnen mit einem kurzen Blick auf die notwendigen Vorkehrungen im System, bevor du mit der Inventur startest. Anschließend schauen wir uns in der App an, wie du einen Inventurlauf erstellst, durchführst und abschließt. Zuletzt zeige ich dir, wie du deinen Betrieb wieder aufnimmst und wo du die Inventurberichte einsehen kannst. Los geht's! Vor dem Anlegen oder Durchführen einer Inventur solltest du folgende Punkte in Xentral durchgehen. Deaktiviere zunächst die Prozessstarter. Gib dazu in deiner Xentral-Instanz in der Smart Search Prozessstarter ein und klicke anschließend auf den Button Prozessstarter global deaktivieren neben der Übersicht. Navigiere als nächstes über den Menüpunkt Lager zum Modul Versandzentrum. Stelle sicher, dass alle Aufträge im Tab Offene Lieferungen und Kommissionierläufe abgearbeitet und keine neuen Aufträge manuell in die Logistik übergeben werden. Während der Inventur sollten keine Lagerbewegungen vorgenommen werden. Überprüfe anschließend die Artikelstammdaten auf Vollständigkeit und Aktualität. Solltest du Änderungen vornehmen, kann es einen Moment dauern, bis diese vom Server an die App übergeben werden. Nun zur Benutzerkonfiguration. Für die Anmeldung und Nutzung der Inventory-App benötigst du einen persönlichen QR-Code inklusive einer PIN. Beides kannst du in der Benutzerverwaltung in Xentral konfigurieren. Gib dazu in deiner Xentral-Instanz Benutzerverwalten in die Smart Search ein, öffne den gewünschten Benutzer-Account und klicke auf den Tab Mobile Apps. Hier kannst du den QR-Code und die PIN generieren und aktualisieren. Wenn kein QR-Code vorhanden ist, klicke auf Mobile Geräte-Token erstellen und lege eine 4-stellige PIN fest. Die nötigen Benutzerrechte kannst du im Tab Rechte setzen. Sofern der Benutzer keine Adminrechte hat, braucht er mindestens die folgenden Berechtigungen zur Nutzung der App: Benutzerlist, Projektlist, Warehouse Export Products. Schauen wir uns nun in der App an, wie ein Inventurlauf angelegt, durchgeführt und abgeschlossen wird. Öffne die Mobile Inventory App auf deinem Gerät, scanne deinen persönlichen QR-Code und gib dann deine PIN ein. Die App lädt dann die benötigten Daten wie Benutzerprofile, Lagerplätze und Produktinformationen herunter. Das kann einige Minuten dauern. Wenn die Wolke oben links zu einem grünen Haken wird, ist die App bereit. Um einen Inventurlauf anzulegen, wählst du im Tab Neuen Lauf starten das Lager aus, in dem die Inventur durchgeführt werden soll. Weise im nächsten Schritt den Zähler und den Controller zu. Der Controller kann auch eine externe Person sein, die nicht als Benutzer in Xentral hinterlegt ist. Den Namen für den Inventurlauf vergibt die App automatisch. Solltest du eine bestimmte Bezeichnung vergeben wollen, kannst du den vorgegebenen Namen mit dem X löschen und einen eigenen Namen vergeben. Wähle abschließend die Regale aus, die gezählt werden sollen. Bestätige das Ganze mit Klick auf OK, wenn du alles eingetragen hast. Der Inventurlauf wird nun der Person, die als Zähler eingetragen wurde, im Tab Meine Läufe angezeigt. Kurzer Hinweis, bevor es losgeht: Während der Inventur kannst du eingeschränkt offline arbeiten. Eine Verbindung ist lediglich bei Artikel- und Lagerplatzwechsel erforderlich, da die erfassten Zählwerte auf dem Server zwischengespeichert werden, um einen Datenverlust bei Ausfall eines mobilen Gerätes zu verhindern. Zurück zur Inventur. Sobald du einen Lauf startest, siehst du eine Liste der offenen Regale. Scanne den Barcode des Regals oder tippe auf das Regal auf dem Bildschirm, um zum Zählbildschirm zu gelangen. Scanne einen Artikel im Regal, um Zählpositionen hinzuzufügen. Alternativ kannst du die Artikelnummer oder den Artikel-Barcode über die Tastatur eintippen. Die Option Über die Tastatur eingeben befindet sich im Dreipunktmenü oben rechts.
Die Menge des Artikels kann entweder über das Scannen oder manuell im Counter über die Plus-Minus-Tastatur oder die Tastatur selbst eingetragen werden. Wenn der Artikel ein Mindesthaltbarkeitsdatum und/oder eine Charge hat, kannst du diese aus der Liste auswählen. Du kannst ebenfalls neue Chargen und/oder Mindesthaltbarkeitsdaten hinzufügen. Gib die entsprechenden Daten in die Felder ein und klicke zum Hinzufügen auf das Pluszeichen rechts neben der Zeile. Bei Artikeln mit Seriennummern muss zur Seriennummernerfassung zunächst der Schalter rechts neben der Zähleranzeige des Artikels aktiviert werden. Anschließend kannst du die Seriennummern scannen oder eintippen. Wenn alle Seriennummern erfasst sind, deaktivierst du den Schalter und kannst mit der Zählung weiterer Artikel im Regal weitermachen. Die Seriennummernerfassung ist standardmäßig aktiviert. Solltest du während der Inventur keine Seriennummern erfassen wollen, kannst du die Option vorab über die Einstellungen, das Zahnradsymbol oben, deaktivieren. Aber Achtung! Im System vorhandene Seriennummerninformationen werden gelöscht, wenn die Zählung von Artikeln mit Seriennummern bei deaktivierter Seriennummernerfassung vorgenommen wurde. Wenn du Seriennummern verwendest, empfehlen wir, diese vor dem Start zu exportieren. Dies kann hilfreich sein, wenn du diese später manuell aktualisieren musst. Wenn du mit einem Regal fertig bist, scannst du den Barcode des Regals erneut. Alternativ kannst du das Regal über das Dreipunktmenü manuell als gezählt kennzeichnen. Solltest du ein Regal versehentlich als gezählt gekennzeichnet haben, kannst du es über das Dreipunktmenü manuell als unvollständig gezählt markieren. Dies ermöglicht auch das Abbrechen von Zählläufen. Das heißt, man kann einen Inventurlauf faktisch abbrechen, indem man alle Lagerplätze als unvollständig markiert und den Lauf dann abschließt. Vor dem Abschluss erfolgt eine entsprechende Warnung. Kleiner Tipp: Zähldaten für als unvollständig markierte Lagerplätze werden zwar im Zählprotokoll erfasst, haben aber keinen Einfluss auf die Lagerbestände dieser Plätze. Wenn du mit einem Regal fertig bist, scannst du den Barcode des Regals erneut. Anschließend kannst du weitere Artikel im Regal wie gewohnt zählen. Wenn du alle Regale in deinem Inventurlauf gezählt hast, kannst du den Lauf abschließen. Gehe hierzu in das Dreipunktmenü und wähle Abschließen und Unterschreiben aus. Sowohl der Zähler als auch der Controller müssen unterschreiben. Anschließend werden die Zählwerte an Xcentral übermittelt. Nun gehen wir nochmal in die Xcentral-Instanz. Prüfe nach Abschluss der Inventur und Voraufnahme des Betriebs, ob alle Zählungen vom System verarbeitet wurden. Gehe hierzu über den Menüpunkt Lager zum Modul Mobile Inventurberichte. Hier kannst du das entsprechende Lager auswählen und erhältst eine Übersicht aller Inventurläufe inklusive Inventurlaufstatus, Open, Started, Committed und Completed. Erfolgreich verarbeitet sind alle Läufe mit dem Status Completed. Noch ein paar Besonderheiten. Rechts neben dem Inventurlauf kannst du die Zählliste als PDF oder CSV herunterladen. Um einen besseren Überblick über die Inventurläufe zu erhalten, kannst du die Filterfunktion nutzen und den Zeitraum der Inventur eingeben. Durch die Filterung erhältst du ebenfalls die Möglichkeit, ausführliche Berichte auf Lagerebene und Stichtagsberichte anzufordern. Zum Anfordern der Berichte kannst du oben rechts auf das PDF- oder CSV-Icon klicken. Die Berichte enthalten die Daten über sämtliche Läufe in dem Zeitraum, den du oben in der Filterung angegeben hast. Sobald die Berichte generiert wurden, findest du diese in der Tabelle Reports weiter unten auf der Seite und kannst sie dort downloaden. Für die konsolidierten Berichte auf Lagerebene werden nur abgeschlossene Runs, das heißt nach Unterschrift und Prozessierung mit dem Status Completed, berücksichtigt. Das war's auch schon zum Thema Inventur mit der Mobile Inventory App.
Vielen Dank und bis zum nächsten Video.